Ja, willkommen zurück. Wupp, 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 wupp. Da ist kurz OBS abgestürzt. Naja, komisch, dass das immer bei Star Citizen passiert. Okay. Ja, bitte. Das hier schließen. Einmal kurz hier den Titel ändern, am besten nochmal. Wir machen jetzt nämlich ein Live Reysn Reacts, würde ich mal sagen. Ich meine, das ist es basically. Gut. Öffnen wir das mal. This week, it's another journey. Ja. So, wir bereiten hier diesmal alles richtig vor. Untertitel hier schön, maximale Qualität. Und automatisch übersetzen auf Deutsch bitte. Super duper. Oh, Freeze, guck mal, da kommst du genau richtig. Jetzt geht's hier nämlich los mit einem kleinen Reysn Reacts. Maximum Qualität, so muss es sein. Hey yo, herzlich willkommen zu Reysn Reacts. Heute auf Interior Design Journey zu 4.0. Da freuen wir uns natürlich drauf, denn wir freuen uns alle auf 4.0. Nehme ich mal an. Vielleicht einige von euch auch nicht. Aber doch, ich denke alle von euch. Denke ich einfach. Ich spekuliere einfach, jeder, der dieses Video sieht, freut sich darauf. Und ich bin gespannt. Wir starten direkt rein. This week. Und ich hoffe, es haut uns um. Wird's nicht, aber die Hoffnung ist immer da. It's another Journey to 4.0 Haben special, solche. where we jump farther ahead and take a look at work scheduled to make its persistent universe debut in the upcoming 4.x branch of release. And this week, we're practicing art director E to share with us a first look inside the buildings of Star Citizen's landing zones. Und das ist halt geil. Ich habe eben noch drüber geredet, als wir durch Horizon geflogen sind, die Shader in den Gebäuden, wo es aussieht, als ob da tatsächlich Interieur drin ist. Das hier ist ein großes Ding für mich, finde ich. Also für viele vermutlich. So, das hier kennen wir ja schon, ne? Also das ist ja jetzt hier nichts Neues. Das ist ja einfach der Spawnpunkt Green Circle bei Horizon, dieses Hotel. Schönes Hotel, aber noch nichts Neues. Das ist jetzt schon die Rework-Version, soweit ich das beurteilen kann, von Lorbe. So building interiors is something we've always wanted Und das hier ist A-Corp. to do, you know, because of Microtech, yeah. you know, we've had cities in the game for a while. We have many cities, we have many buildings, therefore we could have many interiors. It's a perfect opportunity to put in Ja. a lot of play space. Now, with the players flying around these buildings, they've been largely urban landscapes, fairly uninteractable. You know, we've done a few landing pads to Ja, und die Landingpads sind ja an sich schon mal geil, aber da sind auch oft diese kleinen Kammern, wo man hinten rein kann. Ihr seht es hier links im Bild. Da kann man so rein, aber da ist dann so ein Raum und vielleicht mal irgendwas, wo man ein Paket abgeben kann, so ein Automat. Und da dann endlich mal ins Gebäude reinzufahren und so weiter, das wird dem Spiel viel geben, wenn man dann auch, das wirkt dann nicht mehr einfach nur noch wie eine Kulisse, auf der, wo Landingpads halt drauf sind. get the players in and out there, but really the real good stuff was on the inside. So up until now, we've been on the outside wondering about the inside. Ja gut, ich habe immer gedacht, da drin ist halt nichts. And today we're going to talk about the inside. Looking at Okay. Ich habe... Warte mal kurz. Man kann dann auch rausgucken, ja? Ich bin halt gespannt, wie sie es machen, weil wenn man rausgucken kann, kann man dann auch reingucken, sind das komplette Interieurs, wie groß sind das, wie viele Etagen und so weiter. Das wird ja alles super interessant, weil wenn die es hinkriegen, natürlich modular oder prozedural die ganzen Gebäude zu befüllen, dann kann man vielleicht wirklich irgendwann mal in einem von denen ein Apartment dann tatsächlich haben. Und wir müssen nicht mehr alle in Hotels schlafen. all right, so with building interiors, the way in which we approach the concept development, now this was just a pure blue sky ideation phase, and the idea was to create inspirational material to use that as a content to inspire conversations, to find out what do we want to do for the game, what is cool for the game,
and use that as the initial springboard for the conversation. So Okay, gut. Nein, Termi, mach dir keine Sorgen, Ancestor Citizen kommt garantiert wieder. Das ist jetzt nur hier so ein. Das wird jetzt nicht ersetzt durch Journey 4.0, nehme ich mal an. Obwohl ich es eigentlich auch okay fände, wenn sie quasi immer für die nächsten Patches quasi einfach so eine Videoreihe machen. Das wär auch nicht schlecht. So what we'll be looking through here is a Macht ja presentation keinen of Unterschied. Blue Sky Ideation, primarily used as a springboard to start conversations with Chris, with the design director, and the game director to understand what do we want to put in the game, what could be cool for the game, and we use that as that initial inspiration point. Sie haben Chris gefragt, was könnte cool fürs Spiel sein. Dann haben sie so eine riesige lange Liste bekommen. Ja, also man muss ins Gebäude reingehen können, man muss jeden Gegenstand in dem Gebäude verschieben können, aber er muss auch bis ins Detail perfekt sein. Und man muss auch den Strom in jedem Gebäude separat mit dem Generator betrieben werden. Und das muss man alles abkapseln können von dem Hauptstrom und muss. Und die schreiben einfach nur mit, ja, okay. Wie wär's, wenn wir einfach mal einen Punkt erstmal umsetzen? So when talking about building interiors, how could we start to break that down? So right off the bat on the top, it's the rooftop spaces. So these would be the primary access points for the player. Then just Ist gut, dass sie das direkt so kommunizieren, weil natürlich würden jetzt viele denken, da kann man auf den Straßen lang gehen und in jedes Gebäude rein und so weiter. Nee, man muss halt drauf landen. below that, the maintenance Obwohl ich es nicht ausschließen möchte, dass man vielleicht auch auf anderen Wege dahin kommt. Ich bin aber gespannt, wie. Weil es ist halt wieder so ein bisschen komisch, wenn man dann, um in der Stadt rumzukommen, immer ein Raumschiff braucht. Das ist immer ein bisschen Overkill. Aber gut, es kann ja auch kleine Shuttles geben und so weiter. Vielleicht sogar Personal Transport, ne? Das wäre, seht ihr, und schon ergibt es eigentlich wieder Sinn, so, dass man quasi einfach sagt, ey, ich lasse mich quasi von Gebäude zu Gebäude bringen mit einem Taxiservice, das kann dann Spieler machen, das kann dann NPCs machen und so weiter. Ne, das gibt Gameplay-Möglichkeit und Möglichkeit für Leute, die wie ich gerne Taxi-Aufträge oder sowas annehmen. Ich mag das total gerne, Personentransport, kurze Strecken von A nach B, immer schön oft landen und so. Das macht mir schon Spaß. spaces. These could be industrial Housing or finde ich auch technical. geil. Also, we can have residential. So residential could be entire building blocks, so it could be a proportion. Then after that, we've got commercial. So these could be shopping, it could be offices, it could be social. And then at the bottom, obviously, we've got lobbies. Now, these also could be access points for the player. For example, if you're inside Area 18, the player can get access to it there. Okay, ja, cool. And then lastly, we've got the underground. Now, these could be Ah. interesting as a connector space between buildings. So maybe you've gone in through one building, you go down, and it could bring you through to another part of a building. Interessant. Also das muss ja dann. Es kommt ja drauf an, wie viele Gebäude sie dann tatsächlich damit verknüpfen. Aber da bin ich gespannt. Es geht ja dann nicht prozedural, oder? Also, wenn sie da ein System finden, prozedural irgendwie die Schienen quasi unterirdisch zu verlegen, das wäre schon cool. Let's start with rooftops. Now, up Ich stelle euch das mal vor, bei A-Corp, so über den ganzen Planeten. Eieiei. until now, we've largely designed our cityscapes to be more of a backdrop to the landing zone. Yeah. We have the social space generally in the middle, and then the city. Was ist das denn hier für geiles Concept Art? Das ist für Building Interiors Concept Art Rooftops. Also das sieht ja so Hammer aus. Was ist das? A-Corp? Das ist A-Corp, oder? Von dem Gebäudestil her würde ich das sagen. Das sieht ja episch aus, wirklich. Cityscape goes around it, and they've been designed Und seht ihr, da unten nach rechts haben sie schon eine Odyssee reingepackt. to give the best composition, to be interesting to fly around, but we've not really thought about designing these buildings from the inside out. So what we're looking at here is some potential concepts for what could be interesting landing spaces that drives the architecture of the building. With landing pads, cool. it doesn't necessarily need to be on the top of the building. It could be, halfway Oh ja, down bitte. or lower. So Da freue ich mich auch drauf, wenn da so ein paar Landingpads auch sind, die so einfach aus dem Gebäude rausragen auf verschiedenen Etagen und so weiter. Das finde ich persönlich immer sehr charmant. imagine, you're in the lower parts of the city, and then we'd open up these additional play spaces. And as you can see Ja, here, it's geil. not just the landing pad, it's the gameplay space that goes along with it too.
Now, it doesn't necessarily need to be a single building. Imagine there is a network hub that services a few different buildings. So what we're looking at here is maybe like a transit hub where the player could land, get on some transit, and then that would lead to some buildings. Okay, so Also potenziell wird das natürlich die Cities massiv vergrößern. Also einfach, wenn man überall kleine Landezonen hat, überall kleine Hubs, die miteinander verbunden sind und so weiter. Das kann echt sein, dass dadurch die Städte, auch wenn sie immer noch nicht zu 100% zugänglich sind, einfach so groß werden, dass man wirklich einfach dass man wirklich jetzt quasi, ich kenne das Layout von allen Städten auswendig, von allen Locations und so weiter. Und ja, das wird ja dann auf jeden Fall einiges verändern. Also dann kennt man nicht mehr. So, ich freue mich immer auf die Punkte, wo man quasi nicht mehr sich alles merken kann, einfach dadurch, dass man halt andauernd an denselben 3 Stellen ist und da durchrennen muss und so weiter. Sondern man muss dann halt in der Stadt auch wirklich ein bisschen mehr navigieren und so. Das freue ich mich sehr drauf. maintenance spaces, so these could be really interesting in terms Ja, die C2 war auf dem Bild ziemlich klein, oder? Das war ein ziemlich großes Hub. of player interaction. You know, they could be dealing with the power or the maintenance of the building. And then also you could have technical spaces. So these would be more for technicians. It could deal with the data or the communications. And what we're looking at here is potential some, gameplay puzzles where the player has to work their way inside the main operation booth. So moving on to residential. So there's a huge amount of potential here. What we wanted to do with residential is 2 things. One, explore investigating the potential player housing. So with that, we want to be able to create a variety of interior layouts. And also we want to explore a variety of architectural styles. So when we're looking at potential housing layouts, we wanted something fairly modular. Nein, Tommy, ich habe leider keinen pinken Scorpion-Skin. Also, sie haben das große Wort Player Housing in den Mund genommen. Im Kontext mit 4.0. Und meine Befürchtung ist, dass sie hier wieder unrealistische Erwartungen erwecken, indem sie hier nicht klar kommunizieren. Das kommt aber noch nicht mit 4.0. Wir machen das hier alles nur Konzept. Das ist nur Design und Konzept. Naja, bin gespannt, was sie jetzt noch sagen dazu und wie viel quasi sie schon tatsächlich übers Konzept hinaus haben. In a way in which we could create a variety of combinations. So whether it's living spaces or habitation spaces or social spaces. And also here we want the players to eventually be able to populate the player-owned habitation. So you see here like a first indication of how, the sort of dressing styles that you'd be able to do. Outside of something that's fairly utilitarian, we also want to do something that could be fairly high-end. So here we're just exploring some ideas about what a space could feel like on a different architectural style, and more generous windows, Cool. interior spaces dedicated to more than just habitation. And these would be focused on other landing zones. So imagine you come across these in Area 18, or it could be when we come to Terra. And also, like I said, it could be informing future player-owned habitation architectural sets. Ich freue mich da wirklich massiv drauf, Leute. Aber nicht vergessen, wir sehen hier nur Concept Art. Das ist noch nichts gebaut davon, offensichtlich. Also bis auf zeigen gleich noch was, aber so wie ich das verstehe, ist es wirklich alles nur Konzept. Ne? Es heißt ja auch Interior Design und so. Es heißt jetzt nicht, Interior ist noch fertig. Schön, die 4.0. Now, outside of the living quarters, there's also the social spaces just outside. And we want these to be more than just the corridors that we're seeing in the game right now. So these could be multi-layered social spaces. And these could also inform advanced traversal routes for the player to be able to get inside these habitation rooms. So as we're talking through various architectural styles, what you're seeing here is just a collection of ideas, a collection of architectural intent to create like a palette or a mood. Also wirklich Design, die haben halt so krasse Designer bei CIG. Das sieht ja alles so cool aus und die können sich auch alle Freiheiten rausnehmen und da kommen halt so wirklich, also ich bezweifle auch inzwischen halt nicht mehr, dass das dann einfach so oder noch besser in-game aussieht, wenn das fertig ist. Es ist halt
Ich freue mich darauf. Also muss ja nicht exakt so aussehen, aber so von der Idee her und von CIG kann das halt. CIG kann halt solche Locations wirklich machen. That will inform art style and gameplay opportunities. So outside of residential, we're moving into the commercial area. So what this means is it means we can look at areas that are more gameplay focused outside of player habitation. So when we're talking about these could be office blocks, these could be corporate owned. Inside here, there could be corporate wings, there could be manufacturing, there could be office spaces. And what we try to think about with these, it's more than just a flat room. There should be advanced traversal, it should be multi-tiered. So outside of the commercial offices, we've also got like restaurants and bars. So what we're looking at here is a pretty cool... Gerne viel mehr Restaurants, Bars und so weiter. Warum nicht? Das macht alles lebendiger. Auch ich finde die Idee gut, Büroräume, Produktionsanlagen und sowas da überall reinzupacken. Dass es nicht nur Wohnen ist und man fragt sich, was machen denn die Leute hier den ganzen Tag? Like Skyline Bar in Lowville, that could be fun. But also in restaurants. Außerdem, so größere Räume bieten natürlich auch viel mehr Gameplay als einfach nur eine Wohnung nach der nächsten. Sondern da kann man auch mal ein bisschen Daten extrahieren und so weiter. Das sagen sie ja auch. Ne? Man will Locations und Gameplay da direkt mit verknüpfen. Chris always described the idea of really high-end restaurants in the game where you can get access to food choices that isn't available anywhere else. So right at the foot of the building, we're going to start talking about the lobby. So as I said before, these are going to be access points to the player, but also we can do more than just a standard foyer that we're seeing in the game right now. So this sort of space we're seeing here is imagined as an underground transit network. Ja, and that sieht gut aus. Transit station feeds a network of building lobbies. So these could be social spaces, these could be really good combat spaces. They could... Das stimmt, also so, wenn es da drin dann ans Eingemachte geht und Missionen und so weiter, das macht halt viel Spaß, glaube ich. They have access to mini restaurants or bars or facilities, and we're just showing that in a variety of art styles. So one's a fairly low end, one could be fairly high end, but the infrastructure is the same. So as we're exploring art style opportunities, this then drives where it would be appropriate. So some would be more appropriate in somewhere like Area 18, some would be more appropriate in somewhere like Reysn, and obviously some would be more appropriate for future landing zones like Odessa or Prime. And also when we're talking about lobbies, again, what we're trying to do is we're trying to describe multi-layer traversal spaces. Ey, wirklich, wenn man sich das hier schon anguckt, das sieht so cool aus. Ja, das ist ja jetzt ja auch eine Action-Szene. Man hat diese ganzen, diesen vertikalen Platz, der auch wirklich ausgenutzt wird, gut. Man hat Deckung, es sieht aber auch schick aus. Ne? Man kann sich vorstellen, sowohl wie es genutzt wird, als auch wie es so alltäglich genutzt wird, aber auch wie es für diese Mission genutzt werden könnte. Das inspiriert schon wieder direkt. Das ist halt klassisch, ist das so das Imagine. Stellt euch vor, wie es sein könnte und wie es wäre. Und dann hat man diese Locations und man denkt sich so, oh cool, die Locations, die sind Realität geworden. Und dann wartet man noch darauf, dass das Gameplay kommt. So in these illustrations, you're seeing a variety of routes to then help inform the initial conversation with level design. Now, finally, we're going to talk about the underground. Now, this is, I think, one of the... Also nicht falsch verstehen, ich finde das hier richtig geil. Ich finde das so gut, dass sie hier endlich mal wirklich konzipieren und sich dran machen, weil das ist für mich und für viele Spieler, glaube ich, so allein Housing ein riesiger Block, den sie auf ihrer Wunschliste stehen haben. Und ich meine, früher oder später müssen sie das Konzept machen. Ist klar, dass sie uns erstmal das Konzept zeigen, bevor sie quasi mit den fertigen Sachen um die Ecke kommen. So wollen wir es ja auch, ne? Wir wollen Überraschungsfeatures gerne mal hier und da, aber vor allen Dingen sowas Großes, komplett ohne die Community quasi darüber zu informieren, Feedback einzuholen und so weiter, das wäre natürlich ein Fehler. Deswegen ist ja klar, dass wir hier mit den Konzepten starten müssen. Natürlich wünschten wir uns, dass es schon weiter vorangeschritten wäre und fertig wäre, aber ne, wollte ich nur noch mal kurz erwähnen. The coolest spaces. So rather than just focusing on the positive axis of the building, we're going to look at the underground. Now, what this does, it means we can access a whole area of play space that
doesn't need to be contained inside the building. So within a lobby, we want the player to start to traverse down into these spaces, and these could be underground transit networks. They could be abandoned underground transit networks. This then could drive potential racing opportunities. So when we was doing this, we thought, oh, it'd be really cool. Underground Racing. Ja, bitte. Das ist ja geil. Like, what would it look like if there's an underground street race going on there? Also, there could be traversal opportunities. Like I said before, if the player wanted to go into one building, down, and then through, and then up into another building, what would that traversal network be like? Especially if we're thinking about if it's an older part of the underground of a city, maybe it's less used, you know, people have built up. That would instantly inspire a whole bunch of traversal and investigation missions there. Or maybe there's an old aqueduct or an old infrastructure underground. You know, this could be perfect for underground street racing or other racing opportunities. So in a nutshell, what we looked at is a blue sky investigation into what building interiors could be like for the game. These are essentially dungeon kits. You know, we want to be able to work on these areas in a fairly procedural manner. And we want these to be dungeon opportunities for game. Also wir wollen es prozedural machen. Ich bin halt gespannt, ob jetzt noch irgendwie kommt, wie sie es quasi technisch umsetzen wollen, wirklich. Das ist ja jetzt hier der Anfang, die Einleitung hoffentlich dafür, dass man da nochmal kurz in den letzten paar Minuten ein bisschen ins Detail geht. Wie sie überhaupt planen, das alles technisch umzusetzen. Gameplay spaces. It also will start to inform the future of player-owned habitation and the type of visuals or look and feels that could be. So this ties into a much larger initiative. So we're seeing it a little bit now with the redo of Lowville. That's turning into a much bigger cityscape. And what that means is every city in the game is ready for these building interior spaces. Now, ja. one thing to note. Das heißt, die anderen sind quasi jetzt schon dafür vorbereitet, nur Lowville hat gefehlt und jetzt ist auch Lowville an dem Punkt, oder wie? Is the cityscapes are probably going to change a little bit. Just from an initial investigation, we found our buildings are quite small. So expect to see the skylines go through a period of transition, but that's cool because that means we're designing the inside of the buildings and then we'll redo the architecture to fit to that. So I think it's going to be super positive for the game. So just in case we're thinking it's all just blue sky concept, actually we're going to start full production on these spaces right at the end of this quarter. Okay. Also, wie die vollständige Produktion stoppen. Der Untertitelpasser hat das irgendwie nicht ganz richtig hinbekommen hier. Da. Also, Ende dieses Quartals wird damit gestartet. Oder wollen sie damit starten? Da bin ich ja mal sehr gespannt. Ist ja... Ich meine, wir alle warten auf 4.0. Das soll offenbar hier mit in 4.0 dann rein. Das wäre natürlich wirklich massiv, ne? Nicht nur Pyro, sondern dann Interiors oder was? Das soll alles dann kommen. Das wird ein immenser Patch dann. Ja, sie zeigen uns nochmal die ganzen Bilder. Gut, schön. Ja, die haben wir uns alle gerade angeguckt. Sehr gut. Es sieht halt alles top aus, ne? Aber es ist ja alles noch nicht fertig, deswegen. Ich glaube, wartet. Das hier ist so mein Lieblingsbild mit, weil einfach dieses Landeareal da, das gefällt mir richtig gut. Das sieht richtig so aus, als ob es. Ja, es ist nicht nur so gerade einfach nach oben und oben Landingpad drauf, sondern es geht mal ein bisschen in die Breite und alles. Das ist gut. So, what did we learn this week? Well, we learned that much like the new underground facilities we showcased before, building interiors will be a new series of modular set pieces, enabling a whole host of gameplay opportunities, from trade to exploration to combat and PvP and much more. And that, much like those new UGFs, they're going into production now, and in fact, by the time this airs, will already have started. And that the Journey 4.0 may have Pyro at its center, but it will still continue to evolve all aspects of Star Citizen and the existing persistent universe around it.
Now, we'll be back with more Inside Star Citizen next week. But for our journey to 4.0, I'm Jared Huckabee. Alright, danke Jared. Also ich fand das sehr schön aufbereitet und so weiter. Ich hoffe, sie erwecken hier nicht wieder zu viele Erwartungen, die sie nicht einhalten können. Also, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zusehen. Lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und falls ihr mich auf Patreon unterstützen wollt, dann gerne in der Videobeschreibung findet ihr es natürlich. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis bald. Wenn ihr Lust auf mehr habt, da sind noch ein paar weitere Videos. Alright, Leutis. Leutis. Reysn schreibt, gut, dass zwischendrin noch andere Spiele fertig sind, sonst müssten wir ja noch Jahre warten. Ja, zum Beispiel Starfield natürlich. Ich freue mich immens. Ich habe auch ein anderes cooles Spiel, das möchte ich gerne spätestens nächste Woche mal mit euch spielen. Ich bin gespannt, wie es ist. Deshalb habe ich einen Key zur Verfügung gestellt bekommen, heute gesehen. Ich freue mich da sehr drauf. Das wird cool. Ich sag noch nichts. Es ist nicht Hogwarts Legacy. Ich hatte überlegt, ob ich Hogwarts Legacy spiele, habe mich jetzt dagegen entschieden. Nicht nur wegen dem Skandal rund um J.K. Rowling, natürlich auch ein berechtigter Grund, das nicht zu zeigen und nicht zu spielen, aber vor allen Dingen, ja, es ist halt, ich habe mir halt die ersten Reviews und so angeguckt, ist halt, läufst halt rum, machst deine Fetch-Quests quasi, ich würde mir gerne Hogwarts angucken und so weiter. Ich glaube, das ist so ein Spiel, das gucke ich mir halt irgendwann mal an, wenn es das irgendwann mal für einen Fünfer oder einen Zehner gibt, hole ich mir das. Guck da mal ein bisschen rum, laufe, genieße die Atmosphäre, mache ein paar Missionen. Das Kampfsystem zum Beispiel sieht auch ganz spaßig aus eigentlich. Aber ist mir alles, glaube ich, ein bisschen zu simpel. Ja, dafür, dass es ein Spiel mit Magie ist, glaube ich, ist mir das Kampfsystem ein bisschen zu heruntergebrochen und mit nicht genug Abwechslung, glaube ich. Aber wie gesagt, guck ich nochmal ein bisschen Videos an. Schau mal, wie das wird. Ich glaube, ich werde es nicht spielen. Hatte ich überlegt, aber das, was ich spiele, mit euch spielen will nächste Woche, geht eher in Richtung Strategie, glaube ich. Ich muss mich nochmal, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber das ist, glaube ich, ganz geil. Gut für zwischendrin. Ja, eben, wenn man mal eben 100 Stunden irgendwie Zeit hat, dann kann man mal. Nee, ich glaube, in 20, 30 Stunden kann man es durchspielen. Weiß ich, habe ich gerade nicht mehr genau im Kopf. House Party und Company of Heroes 3, beides nicht. Ich sag noch nichts. Ich sag's dann, wenn ich es ankündige. Und vielleicht nehme ich auch was anderes. Mal gucken. Auf jeden Fall, nee, auch nicht Airborne Kingdom. Raten wir jetzt alle Spiele durch, die rausgekommen sind. Es ist im Januar rausgekommen. So viel kann ich sagen. Also Leute, vielen Dank fürs Zusehen heute wieder. Ihr könnt natürlich gerne noch auf Stecksteinstube zum Beispiel mal gehen, wenn ihr die noch nicht kennt. Und euch ein paar Videos über Lego angucken. Laufen ganz gut bisher, also gerne da auch mal reingucken, falls ihr das noch nicht habt. Ansonsten sehen wir uns spätestens nächsten Dienstag wieder. Und ich wünsche euch ja, fantastischen Abend noch. Kommt gut in den Freitag, kommt gut ins Wochenende. Und danke fürs Zusehen, fürs Chatten. Hattest du die Nachricht auf Discord gelesen? Welche? Das ist sehr unspezifisch. Deine? Ich glaube, die neueste noch nicht. Tut mir leid. Aber keine Sorge, mache ich noch. Ich brauche mal, weil ich will mir dann ja auch die Zeit nehmen, um die Sachen richtig zu beantworten. Hast du ja hoffentlich schon bei der ersten Antwort dann gemerkt. Alles klar, wir sehen uns dann und ich wünsche euch, wie gesagt, noch einen schönen Abend. Kommt gut ins Wochenende dann. Bis bald.